Willkommen zurück zu der Outer Kitchen World. Bomben liegen hier schon mal keine. Da geht's noch wohin? Wozu brauchen die zum Fick in der Küche einen Schraubenschlüssel? Oh. Interessant. Da ist auch nichts drin. Mhm. Induktionsplatte wahrscheinlich, ne? Oh. Did doors suddenly go out of fashion? Oh my law, this is just like that episode of Virginia Yang, Girl Detective, where the old fella dies and his nurse inherits his house. What if we find a body? Bitte was? Der erste Gegenstand in jedem gratis zu öffnenden verschlossenen Behälter kann ohne Konsequenzen gestohlen werden. Okay. Was war das eigentlich genau? Geh mal weg. Konzerndienstauszeichnungen. Ich grind wieder zu viel rum. Gläsern bleibt die schaurige Glätte, kein Hauch, kein noch so leises Säuseln. Hebt sich die Fläche zu kräuseln, kein Schwelen erzählt von glücklichen Seen, rüber heiter Lüfte wehen. Ab. Login. Benutzen auswählen, Ambroso. Willkommen, benutzt Ambroso. Protokolle. Ach du Scheiße. Datum 1. Februar 2324. Heute Morgen habe ich ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Er mag merkwürdig erscheinen, ihre Gesundheit so vorzuheben, doch nach allem, was ich durchmachen musste, um sie zu treffen, bedeutet es viel. Es überhaupt existiert entgegen jeglichen Widrigkeiten, es bedeutet viel. Ich taufe sie Wilhelmina, nach meinem verstorbenen Bruder Wilhelm. Ich hoffe, das Gesetz ist milder zu ihr als zu ihm. Ich erhoffe mir vieles für sie, dass sie klug und gerissen wird und stark, unnachgiebig, unabweisbar. Am meisten erhoffe ich mir für sie ein Rückgrat aus Stahl, auf das sie sich nicht verbiegt, wie Halcyon zu ihrem Verbrechen sie zu brechen versucht. Auf das sie stärker ist als ich. Zurück zum Protokoll. Meine Fresse. März 2024. Ich muss Mini auf dem eine Amme finden. Tag und Nacht will sie gefüttert werden und ich bekomme rein gar nichts mehr zustande. Der muss herausragend sein. Clever, gebildet, wohlhabend. Mini muss den besten Start ins Leben haben, wenn sie das Schlangennest der byzantinischen Elite überstehen soll. Dann wäre da die Suche nach einem Gouvernant. Ich kann das Kind nicht immer so beobachten, nicht wenn ich meine Arbeit erledigen will. Wie bald muss ich mich auf die Suche machen? Natürlich wird auch sie herausragend sein müssen. Und herausragende Byzantiner wachsen nun nicht gerade auf Bäumen. Ich muss Harvey überreden, sich der Sache für mich anzunehmen. Der Mann hat doch sonst kaum etwas zu tun. Zurück zum Protokoll. 22. November 2329. 5 Jahre später. Ganz 5 Jahre später. Doch, über 5 Jahre später. Jesus. Also, das ist kein Tagebuch mehr. Oh. 22. November 2029. Ich begreife nicht, wie irgendjemand mit Ambition die Zeit hat, Tagebuch zu führen. Ich habe sie sicher nicht. Und doch sitze ich hier und schreibe. Es muss zweifelsohne Minis Einfluss sein. Ihr Verhalten besorgt mich. Sie ist anhänglich, emotional. Mit 5 Jahren sollte sie beginnen, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln und nicht nach ihrer Mutter schreien, wann immer ich mich nach Gorgon aufmache. Das muss die Schuld von Mary, ihrer
Gouvernante sein. Von mir hat Minnie dieses Verhalten jedenfalls nicht gelernt. Ich werde die Frau entlassen müssen. Es ist offenkundig, dass sie nicht in der Lage ist, Minnie das konkrete Verhalten nahezulegen. Harvey verzweifelte an der Suche nach einer Gouvernante, die meinen absurden Ansprüchen genügt. Stundenlang haben wir uns in der Sache im Kreis gedreht, doch letztlich haben ihn meine Argumente doch überzeugt. Warum sollte ich nicht das Beste für meine Tochter wollen? Vielleicht sollte ich ihn ebenfalls feuern. So. 5. Juni 2337. Minnie lässt mich allmählich verzweifeln. Mit 13 sollte sie die Grundlagen der Chemie, Physik und Mathematik bereits gemeistert haben, aber sie bewältigt nur mit Mühe und Not die schriftliche Division. Sie schwächelt schon an den leichtesten Gleichungen und Formeln, ganz gleich wie oft ihre Gouvernante ihr auf die Finger klopft. In ihrem Alter hatte ich bereits im Labor meines Großvaters mein erstes Dynamit hergestellt. Das Einzige, das Minnie explodieren lässt, ist mein Kopf. Ihr Vater hat mich gefragt, warum wir sie nicht einfach auf ein Internat schicken, aber mir graut es so vor dem Gedanken, sie von all diesen verhätschelten Idioten umgeben zu sehen. Schlimmer noch, sie hatte begonnen, ein Interesse an romantischer Serie und Malerei zu kultivieren. Sie mag ein solides Verständnis der Farbenlehre besitzen und ihre Wasserfarben sind vielversprechend, aber das ist doch sicherlich ein Ergebnis ihrer Unterrichtung in Spektroskopie und kein angeborenes Talent. Und ohnehin, welchen Wert hat Kunst? Heute Morgen überreichte sie mir ein wahrlich grässliches Gemälde von Francis und ich weiß einfach nicht, was ich damit anstellen soll. Vielleicht lasse ich es in meinem Schreibtisch verschwinden, wenn sie erwachsen und endlich zu Singen gekommen ist, können wir gemeinsam darüber lachen. So, 28. April 2048. Lucien hatte sie heute Morgen an der Villa blicken lassen. Ich dachte, er sei gekommen, um mir nach unserem letzten Streit endgültig den Hals umzudrehen. Doch nein. Es war weitaus schlimmer. Er wollte mit Minnie sprechen. Den Grund dafür brauche ich nicht erraten. In den letzten Jahren hat sie begonnen, unseren Haushalt zu führen. Da werde ich doch noch ihr Vater die Zeit oder, um ganz ehrlich zu sein, die Lust dazu haben. Unter ihrer Aufsicht hat sich die Produktivität des Personals um 35% gesteigert, während unsere Kosten um ganze 67% gesunken sind. Wir haben 10.000 Bits eingespart. Ich vermute, dass Harvey Lucien darüber informiert hat. Jetzt möchte er sie ins Team holen, um die Anlage auf Gorgon zu verwalten. Damit habe ich über Minis lautstarken Protest hinweg eine Absage erteilt. Als er fort war, hat sie geweint. Ich wünschte nur, ich könnte ihr sagen, warum. Was braucht man da nochmal für ein Level? Hier, Protokolle, Hacken 90. Ich glaube, das ist mal ganz weit weg davon. Ui, Login, Ambrose W, die Suche geht weiter. Ah, das ist ja mit so viel Text zum Glück. Dieser Eintrag zeichnet ein Bild meiner Mutter als wohlüberlegte Person. Das ist nur eine Seite von ihrem sorgsam zurechtgelegt und nicht die Seite, die ich finden wollte. Wo sind ihre unangenehmen Gedanken? Wo ihre spontanen Brillanz? Die Suche geht weiter. Meine Bemühungen werden mich unweigerlich nach Gorgon bringen. Was dann, Minnie? Was dann? So, zurück zum Stammverzeichnis. Nö, da haben wir da gar nichts mehr. Okay. Warte mal, wenn wir das im Schrank gefunden hatten. Inventar. Sicherheitsprotokoll. Nee. Auf den Scheiß wir dabei haben, du meine Fresse. Bock da mal bis jetzt keine Mission. Aha. Interessant. Ach, abgeschlossen. Okay, das verstehe ich jetzt aber nicht ganz. Ah, egal. Jetzt wollen wir jeden Fall nicht knacken. Wir gehen da nicht raus. Ihr kommt jetzt mal mit. Hopp.
Dahin. Sure. Okay, moving out. Hopp, 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 hopp. Türchen machen wir wieder zu. Braucht keiner wissen, dass wir hier waren. Coming your way. Gut. Eieiei. Oh. Ah. Ich bin was ich gerade mitgenommen habe. So. Ach, da geht's gar nicht weiter. Ach, super. Und jetzt mir den Arsch auf. Dann, so, da sind wir nicht weitergekommen. Da war ja was. Dann gehen wir mal hoch. Hello, it's me you're looking for. Die Tür geht auch nicht auf, oder? Die geht auf. Aha, könnte es von ihr das Zimmer sein? Von Mini? Ja. Liebste Mutter, liebster Vater, ihr seid blöde Arschlöcher. Ich habe mich lange genug in den vergoldeten Hallen dieses Käfigs aufgehalten. Da ihr mir nicht erlaubt, ins Familiengeschäft einzusteigen, werde ich euch verlassen und mein eigenes Unternehmen gründen. Bin ich zu jung, um mir solche Hohlziele zu stecken? Ich denke nicht. Ist halt scheiße. Möglicherweise. Aber wer sich eine Tochter nach seinem Ebenbild formt, geht dieses Risiko bewusst ein. Byzantium wird mich mit offenen Armen empfangen. Ist das nicht mal was Neues? Sollte ich je zurückkehren, dann nur um den rechtmäßig zustehenden Platz als Familienoberhaupt einzunehmen. Eure Mini. Spieluhr. Ja, nimm halt mit. Brauchst du eh nicht mal. Ist ausgezogen. Nee, da ist nichts dahinter. Okay. Jetzt darf ich auch mitnehmen. Gut. Hausschlüsselkarte. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Büro war, aber verriegelt war, ne? Ne, es ist Bad. Okay. Oh, die Spritze. Dankeschön. Die Toiletten hier, ich komme darauf nicht klar. Echt, immer noch nicht. Wir haben Wasserschaden auf jeden Fall oben. Ich weiß zwar nicht, wie es hier regnen kann, aber hey, was weiß ich denn schon? Ah, der eine Raum, wo wir gerade waren. Ja, ja. Was? Das kommt. Oh. Oh. Guck mal, nicht mitnehmen die Pokebälle. Ist aber schade. Die Mann müssen wir rein. Safe das nicht öffnen lässt. Da geht auch nichts. Ich speichere mal kurz. Aha. Gleiche Tür. Join me for a drink, Miss whoever you are. Nice and easy. Oh. Ha! Geklaut! Brauchen einen Navigationsschlüssel. Wir können uns jetzt einfach verpissen, ne? Das ist wieder voll geil. So who the devil are you? Ich bräuchte einen Schlüssel, bitte. Silas, Captain Dann available. Alex Harfron. Verwegener Captain, Schmugglerin und unerschütterlicher Freigeist. Es tut nicht zur Sache, wer ich bin. Was tust du hier? Ist es nicht Mini? You don't say. Well, make yourself at home, Captain. I'm sure we have much to discuss. Do you see that glowing chunk of space rock? That's Gorgon. My birthright, my burden, and the bane of my existence. I hate to drink alone, and this is my third. So join me in raising a glass. To Dankeschön. Gorgon. Mit ernster Miene anstoßen auf Gorgon, enthusiastisch anstoßen auf Gorgon. Bist du Amina Ambrose? Ja, ist er. Du möchtest auf einen Asteroiden anstoßen? That's right.
And I take it you're the type who skips formalities, so let's get down to business. Now, what brings you to my house, gorgeous? I take it you didn't come all this way for the beverages, the starry skies, or the pleasant company. Wegen des abgetrennten Arms hier, ich schaue mir die Sehenswürdigkeiten an. Reise durch die Kolonie, du kennst das doch. A severed arm? How positively ghoulish. You know this is a private residence, not a curio shop? Bei den Armen lag ein tragbarer Plattenspieler, dessen Aufnahme ich namentlich erwähnte. Lucky Montoys Arm müffelt mein Schiff voll. Ich bin hier, um deinen Grund dafür herauszufinden. Hier. Really? Huh. Now this severed limb, did it have dark hair? Rugged knuckles? Chewed fingernails? A gunslinger's calluses? Klingt richtig, keine Ahnung. Es ist halt irgendein Arm. So genau ja. Aha! Mystery solved. I can only think of one man daring enough to jettison his extremities on my behalf. Lucky Montoya is my personal freelancer. Fascinating man. Very brooding and theatrical. Always staring into space and twirling a bullet over his knuckles. He's definitely not doing that anymore. But if something happened to him... Oh dear. I suppose that makes him my former freelancer now? Ein Beleidigung, das macht sein Arm auf meinem Schiff. Irgendeine Ahnung, wer ihn tot sehen wollte? Hier. You suspect foul play? Interesting. If we're being honest, I haven't given it much thought. What a time for his luck to run out. We were in the middle of something grand, and I really can't afford another setback. Ein bisschen zu dumm. Was habt ihr dabei denn gemacht? Schlechte Nachrichten verdaust du ja schnell. Seine Aufzeichnung erwähnte einen riskanten Job. Settling an old score. How would you like to be my new freelancer? There's been a recent vacancy, and I think you're well suited to the job. Remember, play hard to get. That's negotiation. You offer work to everyone who breaks into your home? Must be some kind of Byzantine tradition I ain't know about. I'm looking for someone rough around the edges. A gorgeous, dashing scoundrel type. Incidentally, someone good with their hands. Bietest du mir gerade ernsthaft den Job dieses Toten an? Mit wahrscheinlich stößt mir das gleich wie deinen alten Freischaffenden zu. Hübsch. Gib mir Details, dann entscheide ich. Ja. My mother, Dr. Olivia Ambrose, worked for Spacer's Choice at the Gorgon Research Facility. She was brilliant, the top scientist in her field, until tragedy struck. Erzähl weiter, das überrascht mich nicht. Spacer's Choice wird irgendwann noch so richtig gegen die Wand fahren. Spacer's Choice würde doch nie erlauben, dass etwas so Schlimmes unter ihrer Nase passiert. Also erstmal, erzähl weiter. One day, Spacer's Choice shut down all research and evacuated Gorgon. Everyone had to scramble or risk getting left behind. It was chaos. Employees fled for their lives. Mother never made it home. I'm told she wasn't the only casualty that fateful day. It must have been real hard on you, losing your mother all of a sudden like that. I'm sorry to hear it, ma'am. Thank you. Ambrose ladies are supposed to be resilient to the unexpected, but this was especially hard on me. Mother's name has since been dragged through the mud. Spacer's Choice blames her for the collapse of Project Gorgon, and I just know they're lying. Erstmal langsam, was brauchst du von mir? Warum sollten die lügen? Klingt, als wäre sie der Sündenbock des Konzerns. Was haben sie dir über sie erzählt? Ja. Everything you can imagine and more. Dereliction of duty, circulating anti-corporate memos, taking longer than average coffee breaks. The list goes on. Mother would not have allowed Project Gorgon to fail. Something happened on that asteroid, and my family took the fall for it. Was sollte Lucky herausfinden? Erzähl mir von deiner Mutter. Was glaubst du, ist morgen passiert? Wo fangen wir an? The truth. Mother is gone, Gorgon is silent, and I deserve answers.
and Spacer's Choice won't say. They don't discuss anything that tarnishes their brand. Gorgon has a dark history. The project fell apart. Personnel were shuffled across the system. With Mother gone, now I'm all that's left. Irgendwer muss doch wissen, was auf Gorgon vorgefallen ist. Wie steht es eigentlich um deinen Vater bei allem? Als ist Gorgon jetzt leeres Ödland? Hier. Father lost more than his job on Gorgon. I'll say no more than that. The asteroid may look like a glittering jewel, but I assure you the resemblance ends there. Gorgon is poisonous to the core. One might even say cursed. I admired Mother, but we weren't close. She disapproved of everything about me, really. I couldn't measure up to her example. She didn't make time for us. I remember thinking that she never wanted a child, and never forgave me for being one, naive and irresponsible as I was. Uff, was sollte sie denn eine Aussenden aus der Retorte? Kommt dir das bekannt vor, Ellie? Ihre Forschung muss wichtig gewesen sein. Vielleicht gibt es eine andere Seite der Geschichte. Trust me, we are nothing alike. A kindred spirit. Well, well, charmed. Today is full of surprises. Mother worked herself to the bone. She wanted to make the colony a better place, no matter who or what got sacrificed along the way. She never spared a thought for those of us who cherished her, who suffered for her idea of progress. Also Gorgon euch auseinandergerissen, klingt, als wäre sie in ihre Arbeit aufgegangen. It was difficult on us, but not so difficult for her. Mother and Gorgon were made for each other. I had the misfortune to be stuck in the middle. I need your help, Captain. Project Gorgon killed Mother and disgraced the Ambrose name, and no one has been held accountable. Spacer's Choice buried the past like a dirty secret. Wir kennen es kaum. Wo willst du mir vertrauen? Du hast schon einen Revolverhelden verloren. Weshalb glaubst du, dass es mit mir besser läuft? Willst du Gerechtigkeit, Rache oder beides? You followed an uncertain lead all the way to my doorstep. You're curious, resourceful, and perceptive. All the marks of a good private eye. Whatever happened on Gorgon wasn't Mother's fault. I simply need the evidence to prove it. We're going to drag the truth kicking and screaming into the light. Even if it means bringing ruin and humiliation to Spacer's Choice. All the evidence I need should be in Mother's journal. You can find it in her office on Gorgon, in the heart of the old research facility. Okay. Jetzt ein paar Fragen aus. Wenn du dann mit den Sachen abschließen kannst, suche ich dir das Tagebuch. Gefahren, Konzernintrigen. Klingt nach der Art Auftrag, die ich am liebsten mag. Keine Sorge, wenn Spacer's Choice etwas verbirgt, fördere ich es zutage. Ich kann nichts versprechen, bis ich Gorgon selbst gesehen habe. I'm not surprised. Between the family drama and the corporate conspiracy, it must feel like you've stepped on Das a ist echt eine lange landmine. Quasselfolge, ne? Speak freely, Captain. Was nützt dir das Tagebuch deiner Mutter? Warum hast du... ja, fangen wir von oben nach unten I an. suspect it will prove that corporate greed and incompetence were to blame for the calamity at Gorgon, and not Mother. Mother was a brilliant woman. Difficult, cold, unreachable even, but brilliant. Spacer's Choice evacuated in a hurry, leaving a fortune's worth of equipment in their wake. Mother's journal would have escaped their notice. Okay. This is my last hope of redeeming the Ambrose name. I don't like my chances, but I have to try. And I need help. Your help. Wie kann dieses Okay, das Leben erstmal hier. I didn't want to go anywhere near Gorgon. Once I exhausted all my options, the search led me back here. I even had Mother declared legally dead. Would you believe it took 5 years to process the paperwork? Hast du den Vorteil davon, dass sie juristisch gesehen tot ist? Intelligent,
Und ihre Leiche nie gefunden. Sollte man glauben, dass ihr Papierkram dafür 5 Jahre lang bearbeitet werden muss? Allow me to explain. Mother's body is still on Gorgon. No body means no death certificate, which means no inheritance. Ja. I killed Mother, just on paper, of course, so I could claim my inheritance. We wouldn't be standing here if I didn't have access to the family fortune. Damn. Wish I'd thought of that. Ah. I once assumed the mansion and the money would be enough to redeem the Ambrose name. But even in Byzantium, prestige must be earned. Byzantium ist mal auch noch And kurz it can vorbei. so easily be lost. Wir müssen nach Ellies Eltern mal schauen. Überzeugen, du. Du willst also nur in die gehobene Gesellschaft reinkommen. Warum hast du denn... hast du schon alles versucht und das Tagebuch ist deine letzte Hoffnung? Hier. You know, some people work hard just to break out. Break back into high society, yes. Ich dachte, es geht dir, deine Mutter zu rehabilitieren, ein ehrgeiziger Plan, das muss ich zugeben, die gleiche gehobene Gesellschaft, die deine Mutter falsch beschuldigt. Ah ja. I'm trying to do several things at once. None of them easy. The smear campaign against Mother was the work of cowards. I'm vindicating the family name for her, for the colony, and for my future. Was hast du davon? Was kannst du für Halcyon tun? Deine Zukunft? Ich habe genug gehört. Nee. At the very least, I can guarantee that we learn from our mistakes. A failure on the scale of Project Gorgon should never be allowed to happen. This colony is in trouble. The lunatics at Spacer's Choice are running the asylum, and we need better people to wield their influence. After Gorgon, I quickly discovered that the Ambrose name was cursed, for lack of a better term. I had no place among the decision makers. No seat at the table. That's Byzantium for you. Gossip mongering's a bigger sport than tossball. That is why I'm clearing the record and vindicating the Ambrose line. For Mother, for me, and for the generations who will one day inherit Halcyon. Alles klar, sag mal, das Tagebuch ist, dann geht's los. Was du vorstehst, könnte uns beide in Gefahr bringen. Glaubst du, dein Plan wird funktionieren? Ja. I know it will. Wir haben diesen ja, genau. You know as much as I do, I'm afraid. Spacer's Choice abandoned Gorgon, but the asteroid is far from unoccupied. Between the marauders, the wildlife, and whatever escaped the labs, danger abounds. Alles klar, plündere ich diese Plünderer. Von welcher Art von Fauna reden wir hier? Moment mal. Was ist aus dem Labor entkommen? Toward the end of the project, I heard Mother grumble about some test subjects running amok outside of their enclosure. I wish I could tell you more. Just watch yourself. If you aren't careful, you stand to lose more than an arm. I believe that covers it all. Are you ready to get started? We mustn't allow the trail to get cold. Wenn du mir Sache abschließen kannst, in der Tagebuch, Gefahr, Konzenttrieren, keine Sorge, By all means, go and see what you're up against. I'm certain Mother's journal won't go far. When you reach Gorgon, pack a weapon you trust. The corporate lockdown hasn't stopped the wilderness from squirming in through the cracks. Ich werde aufpassen. Was kann ich auf Gorgon erwarten? Was hast du überall? I told him everything I've told you. Just the facts. Maybe a couple of harmless embellishments. Why? Ja, damit ich einfach weiß. Ich versuche auszurechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Job mich umbringt. Ich will nur sicher gehen, dass ich habe, was ich brauche. Ja, so, also, wo soll ich anfangen? Ja. It's sure to be 100% with that attitude. Still, you're smart to ask. Lucky spent most of our time together spinning a pistol around his index finger. Not sure he listened to any of my advice. That sounds like Lucky, all right. The man loved to show off. He had an aura of rugged individualism that was quite charming. Not that it helped him in the end. But you won't let me down, will you, Captain? Nö, ich werde aufpassen, was kann ich über Gorgon erwarten. I've never understood why, but Gorgon is teeming with marauders. They almost seem drawn to sorrow and Das ist gut, sind misfortune. Erfahrungspunkte. Then there's the test subjects.
Those who survived anyway. Ravenous creatures left behind like so much Noch mehr salvage. Erfahrungspunkte. Wird aufpassen, je mehr ich über den Asteroiden höre, desto schlimmer klingt er. Okay. There's a little saloon near Gorgon's landing pad, the Sprat Shack. Lucky was renting a room, so if you want to follow his trail, that would be the place to start. I think I've heard of that place. Cheap whiskey, rough crowd. You'll love it. Oh, you think maybe they got a little mascot? Like a sprat in a tiny hat? Just so we understand each other, money is no object. I'm willing to squander the family fortune if you get me what I want. Between your payment and any salvage you happen across, you'll walk away from this rich enough to buy a mansion of your own. How does that sound? Also sieht mir mal, wo ist der Haken? Es gibt immer einen Haken und wir können über meine Gebühren reden, wenn ich fertig bin. The cash? No one's ever done this before, and the only person who tried is a corpse. Believe me, that's enough. Now, where did I put that nav key? Could have sworn I had it a moment ago. Der taucht irgendwo auf. Ugh, my apologies. I must have dropped it somewhere. Den haben wir gerade geklaut von ihr. A word of advice before you go, Captain. Trust no one. Mother's office is in the heart of the Gorgon facility. You're free to salvage anything that isn't nailed down. I only want what's mine. Mysterious heiress, unexpected gainful employment. It's like something out of a detective serial. It's not theft if she's giving us permission. Ja, interessant natürlich geworden, wenn wir einfach gegangen wären und hätten angefangen, ne? Ohne mit ihr zu snacken, ne? Es gibt trotzdem noch ein paar Punkte, wo ich ein bisschen... Das ist verriegelt, ne? Da kommt man nicht ran. Gibt es da oben noch eine Tür oder sowas? Weil unten ist auch verriegelt. Da kommt man auch nicht ran. Halt die Fresse, Robo. Okay. Es fuchst mich gerade ein bisschen. Markwürdig, markwürdig. Das kriegen wir nicht auf. Da war das. Das Schlafzimmer müssten wir hacken. Müssen wir mal gucken. Vielleicht findet man dann auch irgendwie... Wir brauchen definitiv deutlich mehr Erfahrungspunkte. Meine Fresse, ist das heftig. Aber müssen wir eigentlich nicht die Erdanziehung oder Anziehungskraft hier haben? Naja. Ja. So, jetzt gehen wir erstmal da hoch. Also ja, in der nächsten Folge wissen wir dann, was hier weiter abgeht. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.